Liebe Löwen, wir schauen ein bisschen in euren nächsten Monat rein. Impulse für das Kollektiv der Löwen für den neuen Monat. Was darf ich weitergeben? Was ist wichtig für euch? Wir haben, sprich deine Wahrheit aus. Die heilige Bernadette. Und sei mutig. Wir haben unterm Deck noch das Thema Mutter. Hier ist Maria drauf. Und jetzt sage ich euch ein bisschen, was ihr hier gesagt kriegt. Bei dieser Karte hier kann es sein, dass ihr irgendwas zurückhält, was ihr nicht ansprechen oder aussprechen möchtet oder überhaupt verbalisieren. Und die Karte fordert auf, auch nachdrücklich zu euch selbst zu stehen, eure Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Ängste oder Befürchtungen, die ihr aufgrund von Reaktionen der anderen habt, beiseite zu schieben. Man kann Worte auch ehrlich und liebevoll aussprechen und trotzdem Integrität wahren. Und im Prinzip ist es so, dass es egal ist, wie andere reagieren. Vielleicht lernt ihr da auch, weil wir haben ja sei mutig, immer mehr eurem Selbst Ausdruck zu geben. Und es gibt immer Menschen, die sagen zu dem, was man sagt, ja. Manche brauchen auch die Info, die du zum Beispiel hast und sie weitergibst. Und du bist an sich jemand, der die Wahrheit sagt und es geht vielleicht ein bisschen darum, sie mit Liebe oder mit einer bestimmten Überzeugung rüberzubringen. Dann hast du nichts zu befürchten. Mit dem Mutigsein habt ihr direkt den Schutzengel auch an eurer Seite bei euren Dingen. Das heißt, man springt vielleicht auch irgendwo ein bisschen über seinen Schatten bei einem bestimmten Thema. Die Karte sagt, dass es bestimmte Dinge gibt, die einen Segen für dich bereithalten und dass man sich davon Ängsten nicht hindern lassen sollte, dran zu kommen. Vielleicht gibt es auch Menschen, mit denen ihr in der nächsten Zeit so das Gefühl habt, das sind keine guten Leute oder da kommt nichts dabei rum, aber genau diese werden dann nachher die zuverlässigsten Verbündeten sein. Das habe ich auch schon oft erlebt. Und es ist auch wichtig, um das Ding zu kriegen, mutig zu sein, dass man in sich selber das Göttliche sieht, aber auch in anderen. Ne? Ja, hier kommt auch nochmal die eigene Wahrheit an Bord zu kriegen, vor Konflikten nicht davonrennen, sich Sachen stellen, um Beistand bitten und die Situation, in der du dich befindest, wird sich bald auf wundersame Weise lösen. Deine Aufgabe besteht darin, offen und positiv zu sein und die eigene Wahrheit dahinter zu sehen. Da geht es sehr viel drum. Wir haben ja unterm Deck noch das Thema Mutter gehabt und es geht vielleicht auch da um den Schutz, um das, ich bin von meiner Mutter beschützt oder ich habe so bei meinen Wegen, die ich gehe, mütterliche Kraft hinter mir stehen. Hier kann es natürlich auch um ein Thema gehen, das ihr mit euren Müttern habt oder mit Mustern der Kindheit oder an sich, ne, dass man sich selbst so als Mutter fühlt für alle und jeden. Und mit Mutter Maria habt ihr ja eine große Verbündete auch an eurer Seite. Sie hilft auch vielfältig, auf vielfältige Weise zu helfen, ohne Schuld und Stress. Jetzt gucken wir ein bisschen näher. Was darf ich euch mitgeben für den neuen Monat? Es könnte irgendwelche Hindernisse geben oder Blockaden.
Und zwar emotional. Etwas, was irgendwie heute sich so anfühlt und morgen so. Oder etwas auch, wo man nicht über seinen Schatten springen kann. Denkt an die 2 Karten. Wir haben Entscheidungen, neue Möglichkeiten, Kurskorrekturen auf der bewussten Ebene bei euch. Das Thema Kinder könnte hier tatsächlich eins sein. Es kann aber auch um Treue gehen, um das Thema Freundschaft, Loyalität, Emotionen, die man mit jemandem teilt. Vielleicht sind hier auch Aussprachen unter Freunden, Aussprachen mit Kindern. Ja, hier haben wir schon irgendwelche Diskussionen aus der Vergangenheit, die nicht zielführend waren. Es kann natürlich sein, bei den 2 Karten hier am Anfang, dass man da sagt, okay, das hat schon mal zu Streit geführt oder emotional getriggert, ich bin ruhig. Ne? Hier geht es auch darum, dass man emotionale Konflikte mal in der Vergangenheit lässt und nach vorne guckt. Einen anderen Weg wählt, mit den Dingen umzugehen. Und hier habt ihr zugleich die Ernte und dass ihr irgendwas weglassen könnt. Also ihr könnt hier einen Schnitt machen, einen Punkt hinter irgendetwas setzen, ein Ausrufezeichen, eine Energie rausnehmen, die, ja, ich sage mal, viel Aufwand auch irgendwo ist. Oder aber auch über eine Wunde drüber kommen. Ne? Es ist irgendwie an der Zeit, Schnitte zu machen für etwas, was euch längere Zeit vielleicht auch geplagt hat. Guckt mal, hier habt ihr die Sonne in eurem eigenen Haus. Das ist die beste Energie, die ihr haben könnt. Es ist auch Lebensenergie, die wieder zurückkehrt. Es sind gute Gefühle. Ich habe bei euch auch Sonne und Mond zusammen. Hier ist viel Intuition, hier ist viel Bauchgefühl. Vielleicht nehmt ihr euch irgendwo raus, ja, dass ihr sagt, ich minimiere hier irgendeinen Aufwand oder ich nehme mal das Außen ganz weg. Möglicherweise fordert euch das Außen auch auf, euch irgendwie aus einer bestimmten Komfortzone rauszubewegen. Kann auch sein, das Außen nimmt euch zu distanziert wahr, auch das ist möglich. Irgendwo steht ihr im Nebel. Da liegt mir die Sense ganz gut, denn die schafft rasch Klarheit. Es kann auch sein, dass man hier, weil wir haben ja das Gespräch und das Sprechen über die Dinge, dass man irgendwo selbst im Nebel steht, weil jemand anderes nicht aufklärend gewirkt hat oder sich komisch ausgedrückt hat. Ist sehr speziell hier. So, dann haben wir uns selber an der letzten Stelle. Es geht auch ein bisschen um den empfangenden Teil. Es kommt in der längeren Zeit auf euch an. Wie geht ihr eure Wege an? Wo macht ihr Schnitte? Wo investiert ihr und wo nicht? Unten habe ich noch sehr schöne Qualitäten. Beruf, Haus, Klee. Alles, was ihr arbeitet, fällt hier auf einen guten Boden und bringt auch irgendwo Erleichterung mit. Wenn ihr nicht arbeitet, sind es auch Dinge, die ihr euch erarbeitet habt. Es kann ja auch um eine Kurskorrektur im Beruflichen gehen.
möglicherweise auch um eine Art selbstständig Gelegenheit zu kriegen, zu arbeiten. Berufliche Entscheidungen können es auch sein. Ja, und hier habt ihr, wir haben ja hier schon den Turm und hier habt ihr wieder den Rückzug. Und die Karte sagt, manchmal liegt der Schritt nach vorn im Rückzug. Gehe in dich. Hier habt ihr unterm Deck noch den wahren Reichtum. Hier zeigt sich irgendwo eine gewisse Fülle im Leben und es ist an euch daran zu erkennen, wie reich ihr eigentlich seid. Guckt mal, Wunscherfüllung steht euch bevor und Richtungswechsel oder Kurskorrektur, das haben wir hier auch noch. Ne? Ihr lieben Löwen, habt einen schönen Monat. Ich drücke euch und bis bald.